Jo, moin, ihr Fliegt und auch heute, liebe Landratten und Rädchen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu StarTrek Resurgence zusammen mit Toni. Hallo. Und wir sind hier dabei, den Portal 63 über die Schulter zu schauen, wie er kristalline Dekorationsumrüstungsmaßnahmen an Bord der Resolute vollzieht. Genau. Riding to Solano. I think Portal may have located Galvin. I'll be right there. Oh. Was haben wir beim Schiff gemacht? Oh. Almost impossible to lock on the energy signature. Where's he hiding? In the Palisades cluster. Noch dreht er nicht durch. Can you lock in on the location? Not until you get me closer. Lieutenant Handar, set a course for the Palisades cluster. Aye, Captain. Well, I suppose I owe you an apology. You were right after all. Ja. Wieder mal. Ja. My first officer. You always have my back. Y. They say the true measure of a leader is being able to admit your mistakes. So thank you. Next time I'll do a better job of listening. Nice work. Let me know if you find anything more. Will do. What's wrong? I didn't want to say anything until I was certain. But the reason for the interference is simple. There's a Taconian device on this ship being used to block the signal. Whoever planted it was exceptionally clever. They knew how and where to hide it. But they have underestimated my abilities. Aha. Engineering. Take care of the Taconian device, and I can find Galvin for you. It's designed to interfere with all transmissions, or at least delay and confuse the effort to find Galvin's ship. X. Hold on. My understanding is that Takan technology requires a Takan to operate. Is there another Takan on this ship? The Science could have someone on the ship doing everything they can to stop us from finding Galvin. Don't worry, I'll get this fixed. We're going to find that ship. Oh. Engineers would have found this device already if it wasn't well hidden. Better to rely on my tricorder. Ja, können wir gleich verwenden, wenn wir schon mal... Ich liebe es ja im Interieur von Star Trek Sachen einfach rumzulaufen. Ich würde mir den Warp-Kern jetzt hier einfach mal näher angucken. Ein bisschen was mit diesen Doppeldingern wie bei Lower Decks. Genau. Ja, genau. Mit diesen Nebengängen, ich weiß nicht, gab's das... Kennst du diese ist schon, keine Ahnung, 10, 12 Jahre und mehr alt vielleicht. Ich weiß nicht, ob das auch von den Star Trek Fakten- und Infos-Dingern war. Da wurden halt von Raumschiffen, die halt nicht eigentlich onscreen gezeigt wurden, zumindest die Interieur nicht, so 3D-Animationssachen an so Standbildern gezeigt. Daran erinnere mich das hier so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob das auch von der Centaur war oder von was anderem. Hat so ein bisschen was von der D teilweise und halt von der Voyager mit den Seitenräumen. Von der D, aber ich sag mal so etwas primitiver. Damit es älter wirkt, damit es ist nicht das, nicht der Luxusliner, es ist ein bisschen das ältere Schiff, das Vorgängermodell. Da sieht man auch so ein bisschen am L-Cast, das ist sehr blau gehalten noch. Ja? Genau. Während das bei TNG, also bei der Galaxy halt schon ein bisschen modern war. Und guck mal, die benutzen hier noch Kupferrohre da hinten. Okay, was können wir denn alles machen? Können wir da vielleicht auch runtergehen? Wirklich? Da Ja, ich bin ja schon froh, dass sie keine Kessel und gefliesten Boden haben, wie bei der... Ja, komm, hör mal auf. Hör mal auf. Also man könnte sicherlich runtergehen. Na, das kennen wir mal. Aber die Warp-Kammer hier unten, die ist auch sehr Galaxy-like. Also die Kugel, nenne ich es mal, das gelenkt und so. Ja. There's a lot of noise in here. I should scan the device putting out the most radiation to filter it out. Der Warp kann direkt. Gut. Ja. Das ist auf jeden Fall diese... okay. Nee, unten. Das ist wahrscheinlich in der Kammer selber drin. That's better.
Kannst du das lesen oder soll ich? So ist, glaube ich, besser, oder? Überhaupt keinen, einfach der überhaupt keinen. Okay. But even with the gain boosted, it's getting drowned out by other sources of radiation in here. Schaut man den Scan-Modus um? Geht nicht. Hm. Wieder. Ah, da ist irgendwas. Mhm. Oder? Mhm. Das ist aber in der Wand, da kann ich nicht hin. Alles im Kern, glaube ich. Das ist doch so, das ist der Kristallhalter. Scannen wir da nochmal. Was machen? Geht alles nicht. Das Okay. will er nicht scannen. Ne, gehen wir weiter, das ist bestimmt noch was anderes. Hier steht halt auch nichts von 1 von 3 oder so. Steht auch nicht dabei, ne? Warte, geh nochmal zurück. Rechts. Da ist noch was. Oh Da ja. hinten ist was. Weil sie ja gerade noch geschrieben haben. Ganz- Ein großer Fluxkompensator. Genau. Mhm. Das sieht gut aus. Hier rechts. Ja. Das da. Mhm. A little bit of harmless radiation leakage here, but enough to mask the tetrametric pulses. Easy enough to cancel out. There's still something drowning out the tetrametric radiation. I need to find it so I could filter it out as well. Noch etwas, okay. Ne, ich würde schon da bleiben. Oh, warte mal. Gehen wir mal zurück. Da. So willst du da bleiben, da. Mhm. Ach, dieses komische Ding, was wir da am Anfang mitgebracht haben, dieses ausgebrannte. Bestimmt. Nee. Diese Wandkonsole. Ah, hier. ne. Nee. Hä? Der Jeffreys Jeffreys Röhre? Mhm. Jeffrey's tubes thump harmonics from all over the ship. I'll filter that out. There we go. I'm getting a clear tetrametric signal now. Na toll. Aber cool. Da wird die Jeffreys krabbeln. Nee, doch nicht. Nee, hab ich auch kurz gedacht. Warum? Wir sehen das ja meistens, wenn es so leuchtet wie so. Ja. Ah ja, da ist noch was. Mhm. Ach, guck mal. Found it. Ui. Oh. Excuse me, do you belong here? Aha. Commander der. Rydek. I'm sorry, I didn't know it was you. Paul. Calloway, right? Yes, You know, it means a lot that you remembered. Hm. What, are you doing back here? I don't mean to pry, but first officers don't usually go digging around engineering compartments. Ah. Ah, hab ich auch gerade gedacht. Ja. Hm? I was looking for you. Under the console? John's my tricorder. But I do need your help. Have you seen anyone else in here recently that might seem out of the ordinary? Maybe someone who doesn't work in engineering. Not that I can think of, but I can ask around. I'm here almost all the time, but maybe someone else noticed something? Hm. Diskret oder Człowiek? Diskret. That would be great. Just be discreet about it. I don't want anyone to be alarmed. Discretion is my specialty. Well, I'll leave you alone already. Oh, come to think of it, that Hotari woman was down here earlier with Dr. Duvall finishing the last of the bioscans. Oh nein. That would be out of the ordinary, right? Thank you. Hm. Okay, wann wurde sie? Hm.
Oder die Wahl. Gucken wir mal. Aber Duval ist doch die Ärztin, oder? Ja. War die mit war die beim ersten Meeting mit auf Frutari, bei dem Botschaftertreffen? Wo soll sie es denn dann herhaben? Wir werden es sehen. Schauen wir mal. Maybe Tylus saw something. Mhm. Oh, Krankenstation. Ich finde es schön, dass wir endlich auch diese Räume mal sehen und betreten können. Mal gucken, was haben wir denn? Ja, komische Türen hier. Mhm. Aber es soll so Diskretionsglas. Ja. Oh, liegt da jemand? Weltraum. Ne, sieht aus wie ein Weltraum. Nö, das ist einfach ein Flur dahinter, oder nicht? Ach so, oben, ja, das stimmt. Oh, ja. Auch schöne klassische Krankenstationen, alles was wir so kennen, die Hyposprayhalter. Mhm. Auch nicht irgendein LK, sondern Medical Systems, ja. Mhm. Nicht einfach irgendwelche... Und die besten Lampen der Galaxie. Auch das Logo. Mhm. Passt. Die Betten. Ach, guck mal. Ja, Das sind die Voyager-Betten, glaube ich, oder? Ja. Zumindest so ein bisschen. Und guck mal. Die Kleiderständer jetzt, die haben... Nee, das ist für Dings. Für Infusion. Auch hinter den Betten diese Schränke, die hatten sie auch immer in Voyager, glaube ich. Hinter den Betten diese Schränke? Du meinst Ja, das? diese Wandkonsolen. Ah, die meinst du da, ja. Und Ja. links hast du so, hinten links hast du so gerade so eine Intensivstation. Ja, die OP, Ja. den OP, das ist sogar sehr Voyager-lastig. Oder was sehr grisselig auch. Ja, Kraftfeld. Kann ich da einfach durchgehen? Ja, das ist wahrscheinlich so ein Schusskraftfeld. Oder ist das vielleicht einfach nur so ein ich nenne es mal Bakterienkraftfeld, so ein Das könnte sein, Desinfektionskraftfeld? Mhm. Hatten die es nicht auch mal bei Voyager? Ja, aber sie haben auch Tuvok zum Beispiel einmal da eingesperrt in dem Bereich. Da fand ich die Szene, wo er den Rollwagen gegen das Kraftfeld gedonnert hat, mega nice gemacht. Mhm. Okay. Ja, dann hier sind wir durch. Bleibt hier nur eine Person zum Sprechen übrig, hier, wa? Ja. Der Doktor fehlt aber, oder? Mhm. Tylus, can I speak to you for a moment? Of course. Is something wrong? There's something happening. I may need your help. This is important. How can I help? When you were in engineering with Dr. Duval, did you notice anything out of the ordinary? Or anyone? Not particularly. Why? I found this, hidden in a compartment down there. That's Taconian technology. Does that mean there's a scion on board? But Dr. Duval bioscanned everyone. Every deck, every crew member, I've seen the logs. She couldn't have been more thorough. Ah. We have to trace every contact, starting with engineering, which is where the device was planted. At least that narrows the list. But we still have to go back quite a while. Whatever it takes. Mhm. It could be anyone. That includes both of us. You want me to get scanned? Better to know for sure, right? I'll admit, I was around the Scions as much as anybody. Hm. Y, oder? Y, ja. I would feel more comfortable if you did. I understand. Fass einfach das Ding an. So. Clear. Now it's your turn. Sure. Clear. Don't sound so surprised. You spend plenty of time with the Scions as well. You never know. Ja, aber wir hätten dich Let's nicht get drauf to it. angesprochen, wenn wir es wären, Search oder? starts in engineering. Mhm. Whoever planted the device most likely did it within the last few hours. So I'll start by running a scan, tracking everyone who came through engineering over the last day, in reverse order.
This could take forever to sort through the number of people that were in engineering. Non-engineering person, würde ich sagen. Okay. Filtering for outliers. People who don't work in engineering. Cool. Oh, that Mal ein helps. paar weniger. Dann die Doppelten? Ja. I'll filter out the duplicates. Und jetzt die This is Hotari. manageable. Cross-referencing this list with everyone who's traveled to Hotari. Aha. Let's see who's left. Bitte mit dir der Captain. Ja. Ah, ja. Oh, das ist schon eine Skandal. No, this can't be right. What? Of the people that went to Hotari and visited engineering, it could only have been Captain Solano. According to this, he was here while you went down to Delphi Ardu 4. Okay. Which would have been the perfect opportunity. And no one would question him. He's the captain. He fits the profile for the kind of people the Takan want to bioform. People with authority that can lead to them gaining more control. Nur noch zwei andere. The Queen? The captain of a Federation starship. What happened when Dr. Duval bioscanned Captain Solano? That's just it. She never did. How is that possible? Something more urgent would always come up. There was nothing she could do. But performing a bioscan is the only way to be absolutely sure. That's not going to be easy. First thing I need to do is get this device to Portal. Be careful. And good luck. I'll need it. I found the device. Ah. The force is strong in you. Interference is gone. I have located Galvin's ship more precisely. He's in the Usonia system. So then it worked. This whole region was one of the most sacred for the ancient Takan. What many consider the birthplace of our civilization. See these comets and planetoids in the outer orbits? Based on their current trajectory, that's Galvin's destination. And legend tells us it's the location of what was once our largest arsenal. Not that we needed it in the late stages of the Empire, but it was there as a precaution nonetheless. Ja, alles gute Fragen, ne? Ja. Ja. Can you stop him? Cripple their ship somehow. I'm afraid they are too far away for my powers to reach them. We need to be much closer. And even then, they may have defenses against what I am used to. If Galvin and the other science secure the arsenal, they will become extremely dangerous. My people had such power at the height of the Empire. The Takan were as gods, keeping absolute control over countless worlds. I must speak with them directly. However, the presence of this device is worrying. It's highly likely it was placed here by a scion hidden among your crew, and it is unlikely this interference device was the scion saboteur's only trap. If we reach Galvin and the saboteur cripples your ship, we will be at their mercy. Even my powers will not be able to protect us. Do you know who it is? They may well do more damage if left alone. Ich will es nicht ehrlich sagen. Ja. Ja. I'm fairly convinced they bioformed Captain Solano. I knew there was a reason I didn't like him. That explains it. Bioforming was so rare in the time of the Empire that I am not able to detect if it has taken place. Proof of your claim is something you will have to produce yourself. Then we have to bioscan him. I'll talk to Dr. Duval. Ich muss auch sagen, ich finde Duval auch, also ganz kurz nur, warum hat sie denn keinen Scan gemacht und keinen davon berichtet? Charles hat ja gesagt, sie wurde immer weggerufen, wenn irgendwas war. Aber es könnte natürlich auch sie sein. Aber da waren 3 Leute. 3 Nummern waren noch da. Ja.
Nicht, dass sich am Captain eingeschossen hat, am Ende ist es die Dr. Duval. Ja, ich würde sie nicht sehr außer Acht lassen, weil sie hat auch unser Misstrauen gegen den Captain halt sehr hoch gehalten. Immer mit so, Genau. halten sie ihn für zurechnungsfähig und so weiter. Kann natürlich schon so ein bisschen, sie kennt ihn besser und weiß, dass er sich gerade merkwürdig benimmt, weil er übernommen wurde, mäßig sein. Kann aber auch so, ich schüre Misstrauen gegen ihn, um ihn aus dem Weg zu schaffen oder so. Ja, genau. Genau. I never imagined this was what was wrong. I wouldn't be asking you if there was any other possibility. It would explain why Solano has been too busy for a bioscan lately. Ach, guck an. Ship's doctor, you have the authority to declare him unfit to serve. If you're right, this is the worst case scenario. Challenging your own captain is a tall order. Are you sure you're prepared for this? Natürlich. If you fail, that's it. The end of your career. Maybe your life. I don't know if I would be on my own. But with your support, I'm sure we can do it. That smooth talking may come in handy. I'm in. But we can't pull this off with just the two of us. I technically have the authority to make Solano undergo a scan, but in reality, he can and will refuse to do it. We need at least another member of the senior staff to support your claim, or this could all blow up in our faces. You better think long and hard about who you can trust. Ah. Oh, shit. Ah, Gott sei Dank. Versuchen Sie es mit den übrigen 3, ja? Down to one reactor. Thought we'd be stopped dead. At least stuck at impulse power. The Takan enhancements must be able to brute force limited bursts of warp output. Yeah, but they won't get to wherever they were headed at this rate. They're just limping along now. So where does that put us? Maybe I can answer that. Ja, nur die eine schon mal. Ach komm, stell dich jetzt nicht so an. Nee, ich glaube, du musst andersrum laufen. Okay. Alter. Umständlich. Deswegen sag ich ja, er soll sich nicht so anstellen, weil da ist jetzt echt wirklich mehr als genug Platz eigentlich. Eigentlich schon, ja. So, was haben wir denn hier Schönes? Unten, der 4. Button. Ach da. I got the ship's heading. Das kennen wir irgendwo hier, ne? Drastically. Looks like they're headed here. The Usonia system. They might stop there. Can we use the Xeldi's comms to signal your fleet? Comm systems are locked. Uh-oh. Grab hold! Nein. Aber jetzt was falsch gemacht, oder? The inertial dampeners can barely keep up. If they keep forcing this ship to make these short warp jumps, they're going to tear it apart. Xeldi is still made by Lydian hands, despite all this Takan corruption. We'll hold. We just gotta stay safe until Starfleet can find us. Oh, schöner Cut. Your people. Is there somewhere you go when you die? Life after death? No. On my homeworld, some people think they can cheat death in a way by joining with the Trill symbiont. But that's not a life to me. What about you? Is there another plane of existence for you? With every passing battle, as I get older, I think about it more. Sehr aussuchen. We only get one life to live. I'm not counting on anything coming after I close my eyes for the last time. Then you may never understand this, but please try. My people have a special journey. When Lydians die, we rejoin our comrades, family, and ancestors. On the parade grounds of Cirella? That is just one part of it, but
Yes. Death is not the end for us. So, even if some part of Itasca remains, by letting the Takan use her body, at best we are delaying the inevitable next step for her. At worst, we are leaving her as a prisoner in her own mind. You want to save the transformed. So do I. Now that I've seen it happen, does it make me a hypocrite to say he has a point? What if we can't get them back? We can't leave them like that, right? I think Itasca would want to be released. To think of what she could be going through right Y, now. oder? Y, It's ja. a torturous idea. I know it's awful to think about, but if they're still alive, we can still try to help them. We lose that option once they're dead. I had a sister, a twin. It's very rare among the Trill. You never told me that. She was one of the youngest hosts to ever join with the symbiont. Oh. A sentient creature that lives in our body. It's considered a great honor. The symbiont can bring centuries of knowledge and wisdom to the host. But sometimes, the symbiont personality suppresses the host entirely. My sister was the closest person in the world to me. I knew she would be different after joining. But she drew more and more distant. The room we shared growing up was foreign to the both of us. Also, And eventually she, Ja. or whoever she'd become, cut Was ist me denn? out entirely. kurze Pause. Ja. Das finde ich cool, weil das hat mich auch immer schon beschäftigt. Wenn du an TNG zurückdenkst, der Udan, der Oder, erste ja, Drill, den wir der erste treffen, Drill, ja, genau. der anders aussieht, Genau. ja. Der hat ja, also bei Jazir und so war es ja immer so, dass mit wem es sich verbindet, es wird ein neuer kombinierter Charakter Mhm. geschaffen, der sich an die alten Leben erinnert. Und beim Odan war es so, dass das war halt Odan, egal in wem er drin steckt. Ob er Riker war, ob er der erste Körper war oder dann am Ende die Frau. Es war immer Odan. Das war so, das ist schön, dass sie es hier mit einbauen. Ja. Finde ich auch gut. Ich Ist finde, cool. also generell so eine Nebenstory so spät im Spiel, Mhm. finde ich überraschend. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass es überhaupt so länger geht, das Spiel noch. Ich hab's Mhm. als wir heute angefangen haben und die ersten 2 Folgen, wo ich dachte, das spitze ich jetzt aber alles sehr schnell zu. Mhm. Dass sie sich dann doch jetzt noch mal ein bisschen Zeit genommen haben, finde ich eigentlich ganz angenehm, Mhm. um auch diesen Charakteren noch mal ein bisschen in die Tiefe zu geben, weil wir haben ja am Anfang spekuliert, wir wissen ja nicht, ob sie Mhm. mit oder ohne Symbionten verbunden ist. Mhm. Jetzt wissen wir es. Wir wissen auch die Background-Story, warum sie Mhm. die nicht mag. Das war eben so Ja. out of nowhere ihre eigene Meinung, Mhm. aber dann kommt dazu gleich eine schöne Background-Story. Ich kann nur sagen, das Writing ist Mhm. 10 von 10. Richtig gut. Ja, übrigens, Fazit hat noch geschrieben, wäre lustig, wenn sich der Saboteur in jedem Durchlauf ändern würde. So wie im Blade Runner-Spiel von Westwood damals. Das wäre der Hammer. Ja. Je nach deinen Entscheidungen oder Mhm. einfach random. Der hat dann, also nach jedem Durchlauf ist es jemand anders. Boah, Das wäre cool. das war auch cool, ja. Mhm. Wo wir aber gerade hier im Menü sind, wir sind schon wieder bei 29 Minuten. Ja, dann machen wir noch einen Break. Ich weiß ja nicht, ich will halt, also nee, komm, wir hören uns das von ihr noch zu Ende an, würde ich sagen, weil sonst ist Ja, das ja, ein ja, komischer Break mit ihr hier. Mhm. Satz, ja. So I left for Starfleet and swore I'd never go back. I couldn't stand the thought of seeing her. Someone who looked like my sister. Sounded like her. So, losing Miranda like this, it opened an old wound. Never really closed up in the first place. You remind me of Itasca. I do. Bonds are not made by what runs through your veins, but the blood you spill together. Itasca was my family in that way. I want you to know there is nothing I won't sacrifice to win this fight. But if we're lucky enough to survive, I'd be honored if you'd count me as one of your tribe. As Itasca was. Even a couple of engineers like us. You are many things. X oder? X, ja, X würde ich sagen. I don't need to wait that long.
We've bled together. No one else will know what we've been through. That makes us a tribe. Right here. I'll take that. Finde ich schön. Will they not cease this madness? Oh. Oh. What is this place? Is that the Veskar? Another one of yours? Not anymore. They've corrupted it, just like the Xelosti. Now there are 2 ships. Did this just get better or worse? It certainly doesn't bode well for the crew of the Veskar. So many lives stolen. We're really at the heart of this fight now. We just gotta figure out what we're gonna do about it. This doesn't look like the Aphelion. What are they doing here? You don't think they're just meeting their buddies? Maybe, but then why are their buddies here? Prepare for transfer. The storm. It's back. Aha. Dass keiner rauskommt. What happened? Hold on. Scanning. Tetrametric radiation is dropping. The Xelodi's dropped to minimal power levels. It's running off just the 1 warp core now. That means They've sent the Cartabula to that other ship. Ui, Es geht gerade auf Warp. Wie das Oder? Ding leuchtet. Ja. Das nutzen wir jetzt aber definitiv für eine Folge. Genau. Gut, die Freunde, danke fürs Einschalten. Ich danke an Toni fürs Mitmachen. Immer gern. Und wir sehen und hören uns alle beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Hummel, Hummel. Moss, Moss.